Nein, das ist keine Holzkrone, denn das ist nämlich ein Untersetzer. Hört sich komisch an, aber dieser Untersetzer ist richtig cool, weil er nämlich mehrere Funktionen hat. Und wie wir uns den bauen, das schauen wir uns heute in diesem Video nämlich an. Was? Einen billigen Untersetzer selber bauen? Ach mein Gott, das ist doch langweilig. Nee, wartet mal, wartet erst mal ab. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir bauen uns heute einen Untersetzer. Hört sich echt billig an, aber dieser Untersetzer, der hat es echt in sich. Mir gefällt der echt sehr, sehr gut. Ich zeige mal ganz schnell hier. Wow, der ist bewegbar und hat mehrere Funktionen. Wie wir das Ganze bauen, das seht ihr in diesem Video. Es ist wirklich ein super schnelles, kleines Projekt heute, aber er hat richtig Spaß gemacht und er kommt richtig geil raus. Also wir starten mit der Bauanleitung. Viel Spaß! Gut, dann fangen wir einfach mal mit dem Material an, was wir brauchen. Ich habe hier ein Restholzstück, seht ihr einfach noch an Eiche, Leimholz-Eiche, und das werden wir einfach mal für den Untersetzer verwenden. Des Weiteren brauchen wir einfach noch einen Rundstab. Ich werde in diesem Fall einen 8 mm Rundstab hier nehmen, weil ich den einfach heute so da habe. Und ja, dann können wir einfach schon loslegen. Wir fangen damit an, um hier erstmal eine Ecke rauszuschneiden von dem Ganzen. Und zwar möchte ich die Grundplatte, die soll 140 mm auf 140 mm sein. Das werden wir uns einfach jetzt mal anzeichnen und werden uns dort die Sachen rausschneiden. Gut, dort zeichnen wir uns dann die Mitte an. Dann nehmen wir uns eine Lochsäge. Ich nehme in diesem Fall eine 68 mm Lochsäge und sägen jetzt hier erstmal ein Loch raus. Am sichersten funktioniert das einfach hier an der Ständerbohrmaschine und dieses Werkstück einfach gut fest spannen, damit es nicht abhaut oder sich halt dann dreht. Ich muss einfach sagen, diese Lochsägen sind einfach gigantisch. Die gehen ab, richtig cool. Danach teilen wir das Ganze nochmal in der Hälfte. Das heißt, wir haben hier ein 14er Brett. Deshalb heißt es, bei 7 machen wir jetzt einfach nochmal ein Strichchen und werden das Ganze nochmal anzeichnen und dann sägen. So Leute, es muss jetzt dann am Schluss dann so ausschauen, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Ihr müsst da schon ganz genau arbeiten, weil wenn ich jetzt die Klötze zusammenstelle, dann seht ihr schon, es ist alles von vorne, von der Seite, von der Höhe und von der Bohrung exakt gleich. Das muss so sein, weil sonst wird es am Ende komisch ausschauen. Ach übrigens, ich habe vorhin auch, glaube ich, im Video gesagt, es ist Eiche. Natürlich, Leute, es ist keine Eiche, es ist Buche. Nicht, dass dann wieder jetzt 100.000 Kommentare kommen, es ist keine Eiche. Ja, da habt ihr ja recht. Habe ich, glaube ich, falsch gesagt. Gut, wir müssen jetzt diese Zwischenklötze müssen wir zusägen. Und das sind dann hier so Klötze, die werden dann einen 45 Grad Schnitt bekommen da vorne. Und das ist natürlich klar, umso weiter ihr auseinander geht, umso größer wird das ganze Teil und umso breiter wird es natürlich auch. Aber ich habe jetzt für mich ausgerechnet, was ich brauche. Das sind 60 mm, also circa diese Breite hier und 60 hier auch nochmal. Jawohl. Und wenn wir dann diese 60 dann haben, dann kommt in der Mitte ein, ja, ich sage jetzt mal 90 mm langer Block raus, den wir dann oben gären müssen. Also, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal Klötze mit 90 auf 60 mm. Jetzt haben wir unsere Klötze zugesägt, aber jetzt fehlt natürlich noch hier der 45 Grad Winkel und den sägen wir hin. Ich mache es jetzt nicht an der Kapp- und Gärungssäge, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu klein ist und ich kann es da nicht wirklich festspannen, und deshalb mache ich es an der Tischkreissäge mit der kleinen Vorrichtung, mit dem Schiebeschlitten. Da ist es dann kein Stress, da mache ich ein kleines Eckchen rein, ein kleines 45 Grad Eckchen hin, und somit sind auch diese Sachen total in der Mitte. Wenn ihr das Ganze natürlich jetzt irgendwie anders machen wollt, müsst ihr natürlich erstmal die Mitte anzeichnen, damit wir da exakt dann
wir haben ja hier 60 mm, dass wir exakt bei den 30 mm oben die Spitze dann haben. Wie gesagt, das Ganze machen wir mit dem Schiebeschlitten, da kann ich dann hier gut festhalten, also das ist gar kein Stress. Ich habe hier ein kleines 45 Grad Winkelstückchen aus Holz da einfach hingeklebt, damit ich auch sehe, wo die Schnittkante ist. Überhaupt kein Stress, geklebt, einfach nur mit Sekundenkleber, ist sofort dann wieder weg, gar kein Stress. So, jetzt brauchen wir es eigentlich im Endeffekt nur anlegen und brauchen es dann einmal drehen und dann haben wir exakt die Mitte des Holzes hier, die Spitze. Jetzt habe ich das Ganze mal ausgelegt. Also es schaut so aus, als hätte ich sehr gut gearbeitet. Also perfekt ausgelegt, schaut super aus, genauso wie ich es gewollt habe. Jetzt kommen aber hier diese Bohrungen rein, damit wir das Ganze dann auch aufklappen können. Aber diese Bohrungen zu setzen, das ist jetzt ein schwieriger Part, weil wenn wir da nicht richtig bohren, dann schaut es natürlich am Schluss wieder sehr komisch aus. Also da müssen wir jetzt auch wieder genau arbeiten und jetzt schauen wir mal, ob ich das auch noch hinkriege, dass wir die Bohrungen richtig setzen können. Wie gesagt, das Bohren ist das Schwerste. Wir müssen aber jetzt erstmal die Bohrungen anzeichnen. Ich habe jetzt hier ein 18er Material und ich würde euch empfehlen, definitiv dann hier die Hälfte zu nehmen. Hälfte ist 9, also messen wir von unten hier 9 nach oben. Und dort nehmen wir natürlich die Hälfte, also das ist dann auch praktisch 9. Das heißt, wir messen hier 9 rein, hier 9 rein und machen uns da eine Markierung. Und genau an dieser Stelle werden wir bohren. Ich werde natürlich das Ganze an der Ständerbohrmaschine machen und da kann ich euch empfehlen, nur mit Anschlag zu arbeiten, damit ihr immer an der richtigen Stelle bohrt. Ihr müsst aber dann auch bedenken, bohrt am besten immer nur von einer Seite, also schreibt euch da jetzt ein unten drauf, mit dem Bleistift auf allen Teilen, damit ihr wisst, wo ihr bohren könnt. Nicht, dass es jetzt einen halben Millimeter verrutscht oder sonst irgendwas und am Schluss passt es dann nicht mehr zusammen. Gut, also wie gesagt, genau arbeiten und das werden wir jetzt probieren an der Ständerbohrmaschine mit Anschlag. Ganz vergessen zu sagen, diese 4 müsst ihr durchbohren. Und die äußeren, da werde ich einfach nur 20 mm nach innen bohren, also praktisch auf jeder Seite 20 mm und die, wie gesagt, durchbohren. Ich werde einen 8er Bohrer benutzen und werde natürlich auch einen 8er Rundstab dann durchmachen. Ihr seht, ich arbeite mit Anschlag, damit das alles einfach immer passt von der gleichen Höhe. Und jetzt macht den Fehler nicht und dreht es einfach um. Wenn ihr euch da doch ein bisschen vermessen habt, dann ist es blöd, weil das sind alle unterschiedlich hoch. Das heißt, ihr solltet immer unten, habe ich ja angezeichnet, unten immer auf dieser Seite bohren. Das heißt, das hier so hindrehen, das hier so hindrehen und dann bohren. Und so macht ihr dann praktisch alle komplett durch. Und wie gesagt, die anderen, die bohrt ihr einmal komplett durch. Gebohrt ist jetzt alles und wir machen da jetzt einfach noch an jedes Stück einfach noch einen Radius ran. Kruzi. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Und den zeige ich euch, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. So, jetzt möchte ich euch zeigen, was mir passiert ist und das sollte euch vielleicht nicht passieren. Ihr seht diese komischen Löcher, die wir hier haben. Warum passieren die? Ganz klar, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber zu spät gemerkt. Also ihr seht ja, dieses Loch haben wir ja schon gebohrt und es ist ganz klar, da läuft das Kugellager entlang und dann macht's Bumm und drin. Und deshalb kommt diese kleine Ausbuchtung hier. Und wenn man das jetzt auf allen Seiten macht, dann haben wir hier natürlich, das sieht man den Stab halt ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ganz so schlimm ist, aber solltet ihr das nicht wollen, dann müsst ihr natürlich vorher dran denken, einen Arbeitsschritt zurück, vor dem Bohren das Ganze machen und dann erst bohren. Dann habt ihr diese komischen Löcher nicht. Des Weiteren habe ich jetzt noch 4 Stäbe zugesägt, Rundstäbe, um die dann hier reinzumachen. Müsst ihr halt von der Länge einfach anpassen, je nachdem wie tief ihr gebohrt habt. Diese 20 mm hier und die Breite. Sägt euch die noch zu und gut.
Bevor wir jetzt aber weitermachen, ist mir noch eine mega Idee gekommen. Wozu habe ich eigentlich einen Laser oder mehrere Laser? Und zwar, ich will hier auf diese 4 Ecken außen, will ich hier ein schönes Blumenmuster oder irgendwas drauf machen. Und das werden wir dann belasern, werden das einfach mal probieren, wie das ausschaut. Ich hoffe, das kommt cool rüber und das werden wir jetzt einfach mal machen. Das Ganze werden wir mit dem P2 machen von Xtool. Ich habe da schon was vorbereitet, habe die Sachen schon reingelegt und habe sie schön ausgerichtet. Und das werden wir drauf machen. Schießen wir einfach mal los und lassen es uns überraschen, wie es rauskommt. So, wir sind fertig und das schaut mal richtig geil aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wer natürlich keinen Laser hat, hat natürlich ein Problem. Oder man macht halt einfach Muster mit einem Brandmalstift einfach rein oder mit einem Lötkolben. Funktioniert auch, natürlich nicht so fein wie das hier. Gut, was ich noch dazu sagen will, ist, dass wir haben ja hier unsere Stäbchen. Diese Stäbchen, da passt es perfekt rein. Diese Bohrungen habe ich noch ein bisschen aufgebohrt, damit es auch richtig schön auf der Stange läuft. Also das heißt, hier nochmal mit dem Bohrer richtig schön rein, raus, dass wir da das ganze Loch oder die ganze Bohrung einfach noch mal ein bisschen weiten können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das zusammenpasst. Und wenn es zusammenpasst, dann können wir es nämlich auch verleimen. Wow, wow, wow. Ey, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also mal ganz ehrlich, da habe ich wirklich genau gearbeitet. Es wundert mich jetzt ein bisschen selber, dass es doch so schön eben ist und dass es doch so schön passt. Echt gigantisch. Und jetzt können wir es nämlich aufklappen. Perfekt. Da müssen wir noch ein bisschen wegschleifen, die unteren Seiten. Super geil. Aber ich denke mal, wir werden es jetzt einfach verleimen. Einfach Leim auf diese Seiten rein. Bitte nichts in die Mitte, sonst könnt ihr am Schluss dann nicht mehr umklappen. So, der Leim ist getrocknet. Wir werden natürlich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen ölen. Da freue ich mich schon tierisch immer drauf, weil was da nämlich am Schluss dann immer rauskommt, das ist richtig geil nach dem Ölen. Dazu werde ich mein Bioöl von Heliacare nehmen. Kann ich euch unten noch mal verlinken. Gibt es auch für Schneidebretter und. Aber schaut da einfach mal drauf. So, los geht's mit Ölen. Leute, wir sind jetzt wirklich komplett fertig. Es ist richtig geil geworden. Richtig cool. Ich hole euch mal her und zeige es euch. Ich habe jetzt einfach mal eine weiße Unterlage genommen, damit ihr das besser erkennen könnt, das Ganze. Schaut mal, wie geil das rauskommt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Das schaut ja mal richtig edel aus. Auch mit diesen Lasereien, mit diesen eingelaserten Sachen. Mega toll einfach nur. Und das nach dem Ölen ist sowieso. Wir haben jetzt einen richtig mega tollen Untersetzer. Wir können das Ganze ausklappen. Also hier passt jetzt natürlich ein kleiner Topf draus. Ich habe natürlich in der Werkstatt keine Töpfe rumstehen, außer den kleinen hier. Und wenn wir was Längliches haben, können wir das Ganze ausklappen. Perfekt. Und wenn wir was ganz Großes haben, dann machen wir noch einmal auf und wir können das Ganze dann was ganz Großes draufstellen. Also mir gefällt der echt sehr gut und er ist auch qualitativ sehr gut geworden. Also ich habe wirklich genau gearbeitet. Wir haben, ja, da ist einen halben Millimeter Übersatz. Das ist gar nicht so schlimm, man erkennt es nicht. Ist ja selber gemacht, Leute. Aber ihr müsst einfach bedenken, ihr müsst da schon sauber arbeiten. Diesen Fehler, den ich gemacht habe, ihr habt es ja gerade gesehen mit diesen Fräsungen, dass ich zuerst gebohrt habe und dann gefräst habe. Aber ganz ehrlich, es kommt doch gar nicht mal so schlecht raus. Man kann ja ruhig das hier sehen. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Aber wer das natürlich nicht möchte mit diesen Löchern hier drin, der sollte natürlich erst fräsen und dann bohren. Ist doch jetzt mal ein super kleines Projekt, was wirklich relativ schnell funktioniert und richtig toll ausschaut. Leute, ballert mal unten alles in die Kommentare rein, wie ihr diesen Untersetzer findet. Er hat ja mehrere Funktionen. Jetzt ist mir noch eine Funktion eingefallen, wenn ich das Ganze nämlich aufstelle hier. Dann könnte ich theoretisch noch einen Topf drüber stellen und ein Teelicht drunter. Nein, war Spaß, das sollst du natürlich nicht machen. Aber es würde sogar halten, schaut's mal. Also richtig cool, also auf dieser Unterlage. Aber lasst es lieber. War nur mal so eine kleine Idee. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis demnächst und Servus aus dem Allgäu.